Oh, ja. Oh, wow. Da hast du wieder eine Blatt gemacht. Das ist ein ganz schön Blöd sein, ne? Sie haben einen völlig falschen Eindruck. Also wir, Rebecca und ich, wir... Frühstück! Ja, Wir haben nach Frühstück gesucht. Und so betrunken, wie Sie sind, konnten Sie nichts finden? Wir sind nicht betrunken. Nein. Ja, okay, erwischt. Wir haben uns was genehmigt, aber nur ein bisschen. Ein kleiner Plausch unter Freunden. Bisschen. Inklusive Treppensturz. Das ist doch nichts. Das ist doch eine kleine, klitzekleine Beule. Glauben Sie mir, der dicke Kopf kommt noch, auch wenn der nichts mit dem Sturz zu tun hat. Frau Mann, also... Frau Mann. Also, Elisabeth muss doch nicht unbedingt erfahren, dass wir hier eine kleine Feier hatten oder so. Ich glaube nicht, dass sie blind ist. Und Justus ebenso wenig. Das Altglas ist doch schon so gut wie weg. Ja, Sie verraten uns also nicht? Die Frage ist, ob Sie sich selbst verraten. Wie Sie riechen, passt nur allzu offensichtlich zu Ihrem Verhalten. Und lange Zeit zum Ausnüchtern bleibt Ihnen auch nicht. Sie wissen, dass Ihr Chef vollen Einsatz erwartet und das den ganzen Tag. Damit komme ich klar. Luise, wie wär's mit Ausreiten? Luise, ich habe Premiere-Karten. Luise, hast du Lust auf Vernissage? Irgendwann rutscht Tanja auf ihrer eigenen Schleimspur aus. Würde uns das leid tun? Mir tut eher Luise leid. Für ein paar Wochen zu repräsentieren, Empfang, ein Benefit für was weiß ich nicht was, das wäre ja noch okay, aber für den Rest deines Lebens, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ja, ich denke auch, dass es auf Dauer ganz schön anstrengend sein kann. Man sollte mal den kleinen Mädchen erzählen, die Prinzessin werden wollen. Du wolltest du bestimmt auch Prinzessin werden, oder? Nein, ich wollte Baggerfahrerin werden, als ich klein war. Bagger. Echt? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ist eine familiäre Altlast. Hast Wie du läuft's eigentlich... bei dir? Ich wollte wissen, ob du den Schlüssel schon wiedergefunden hast. Ja, spurlos verschwunden. Guck mal im Kühlschrank nach. Soweit ich weiß, versteckst du ihn ganz gern zwischen Butter und Aufschnitt. Das war ein einziges Mal, Sebastian. Ja, zum Glück. Wegen meinen Zähne. Warten Sie. Das haben Sie verloren, oder? Ja, und ob? Das haben wir gar nicht gemerkt. Danke. Ach, wie süß. Ganz die Mama. Nur die Augen sind vom Vater. Eine eigene kleine Wohnung. Mit Holzparkett und Südbalkon. Du hast mal Ansprüche, ey. Ach, die Wohnung ist bestimmt schon vergeben. Du musst anrufen, um es herauszufinden. Hallo? Ja? Ja, genau. Nein, kein Problem, das lässt sich einrichten. Die Freude ist ganz meinerseits. Wiederhören. Das war der Vermieter, der wissen wollte, wann du einziehst. Nein, viel besser. Es war Richard Hoffmann, der Geschäftsführer von Creative Sorcerer. Muss man die kennen? Das ist eine der führenden Marketingfirmen europaweit. Ich habe mich bei denen beworben und stell dir vor, der will mich treffen. Und zwar heute noch. Ist wahrscheinlich schon hart, ne? Nachts nicht durchschlafen und so. Ja, vor allem für meinen Vater. Kleine ist total auf ihn fixiert. Und wenn gar nichts hilft, dann muss er Gitarre spielen oder ihr vorsingen. Und dann schläft sie, aber wir sind alle wach. Ach, ich habe übrigens mit dem Anwalt von Love Burns gesprochen.
Sieht so aus, als könnten wir die Schadensersatzklage nochmal abwiegen. Super, danke. Es ist nur so, dass du dir wahrscheinlich einen anderen Namen für Love Burns, also für deinen Blog, suchen musst. Damit werde ich wohl leben müssen. Aber ich werde den Typ natürlich noch weichklopfen. Ja? Hast du schlecht geträumt? Du kannst ruhig weiter schlafen. Ich pass auf dich auf. Wir sollten dann, glaube ich, jetzt auch fahren. Es ist schon kalt, ne? Nicht, dass euch noch was wegholt. Ja, du hast recht. Gregor, das ist großartig, fantastisch. Das ist meine Chance, auf eigenen Füßen zu stehen. Endlich unabhängig zu sein von der Lahnstein Holding. Von Ansgar. Das hast du dir verdient. Aber jetzt mal ganz ruhig. Die wollen mich erstmal nur kennenlernen und wahrscheinlich noch ein Dutzend andere. Nein. Also wenn die ein bisschen was drauf haben, dann werden die sich für dich entscheiden. Und für den Fall werde ich schon mal diesen Daumen drücken. Wie, nur den einen? Lieber alle beide. Das könnte in meiner Position etwas schwierig werden. Gregor. Ich werde es versuchen, okay? Auf ins Gefecht. Das ist nicht sehr bekömmlich auf leeren Magen, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Soll ich Ihnen nicht lieber doch etwas zu speisen bringen? Rührei oder kalten Braten? Danke, mir ist nicht nach Essen. Ich hoffe doch, es ist keine Migräne. Ich glaube, ich kann es ausschließen. Am besten, ich leg mich einfach noch mal hin. Ganz wie Sie meinen, wenn ich Ihnen einen Wunsch erfüllen kann, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. Ruhe, einfach nur Ruhe. Ja, veranlassen Sie das bitte sofort. Ja, danke schön. Hallo, Rebecca. Sag mal, jetzt wird's aber höchste Zeit. Zeit? Ja, du wirst seit einer halben Stunde in der Holding erwartet. Holding? Seit wann haben wir hier ein Echo? Echo? Oh, die Holding. Der Job. Ja, klar. Ja. Also du bist schon gewappnet. Das kann nämlich ein langer, anstrengender Tag werden. Habe ich jetzt ein Déjà-vu oder hat das schon mal jemand gesagt? Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Oh, ja, klar, alles bestens. Ich habe nur so ein bisschen Kopfschmerzen. Wahrscheinlich das Wetter oder so. Aber ich freue mich schon wahnsinnig auf die Arbeit. Kann's kaum erwarten. Ohne Jacke? Sind Sie sicher, dass Sie das hinbekommen? Kein Problem. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Das hat schon immer meine Großmutter gesagt. Ich kenne das nur mit Essen. Gegessen habe ich heute noch nichts. Danke nochmal, dass Sie dich gehalten haben. Glauben Sie ja nicht, dass Sie jetzt einen auf lau machen können. Glaube ich doch gar nicht. Oder sieht das nach lau aus? Ich meine es ernst. Ich auch. Hauptsache Justus erfährt nichts davon. Der hat mich eh schon auf dem Kicker. Wenn Sie sich hängen lassen, werden Justus oder Frau von Lahnstein Ihr geringstes Problem sein. Zuverlässigkeit ist in meinem Job das A und O. Und die Organisation der Abläufe hier gleicht einem Uhrwerk. Wenn das kleinste Rädchen blockiert, steht es still. Sie verstehen, was ich meine. Ach, übrigens, Ihr Vater hat vorhin angerufen. Er hat sich Sorgen gemacht, wo Sie gestern Abend gesteckt haben. Haben Sie ihm erzählt, dass Sie länger arbeiten mussten und deswegen auf dem Schloss übernachtet haben. Soweit meine Version. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Gregors Cousine aufs Schloss zieht? Stella, wie kommst du denn darauf? Gregor hat das erzählt. Stimmt aber nicht. Ja, sie hat's angesprochen, aber das würde nur zu Problemen führen. Probleme lösen sich aber nicht, wenn man sie ausschließt. Ich sperre niemanden aus. Ich sehe Stella ohnehin schon mehr, als mir gut tut. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass es ihr ganz lieb war, dass sie nicht nach Königsbrunn ziehen muss. Ich dachte, das war ihr Vorschlag.
Natalie. Ansgar. Na, versuchst du dich bei meiner Schwester einzuschleimen, damit du einen Job kriegst? Ich glaube, in der Putzkolonne ist noch was frei. Und du? Wolltest du dich heimlich an Carlas Schreibtisch setzen, um endlich mal wieder das Gefühl zu haben, Chef zu sein? Carla, ich habe gleich dieses Treffen mit den Menschen von der Versicherung. Dann könntest du mir bitte die Unterlagen geben? Da musst du dich an meine Sekretärin wenden. Ich habe gerade einen wichtigen Termin. Ach, bitte. Tja, so ändern sich die Zeiten. Nimm's nicht so schwer, Ansgar. Ganz wichtig sind die Artikelnummern und die Stoffqualitäten. Und diese Listen, die müssen dann heute noch raus. Aber das dürfte ja kein Problem sein, oder? Ich so auch. Hast du noch irgendwelche Fragen? Oh nein, ist ja nicht das erste Mal, dass ich das mache. Bis heute Mittag bin ich fertig. Gut. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ja. He's the brat with the sterilized pitchfork. He's the singer of the Beechwood Sparks. He's a dreamy kind of cheesy companion piece who wants to show me where the healing starts. Beauty is evil, immaculate evil, don't you think? But I'm lost in the flames of a grand explosion, stumbling in the neon groves. Ladies flock to the overnight disco, slamming vodka tonics down their throats, while their older brother's company's publicist is sliding off his mama's pantyhose. Beauty is evil, immaculate evil, don't you think? But I'm mopping up stains from a blood transfusion, stumbling in the neon groves. Oh, the pleasures of the morning are simple, but the treasures are the sweetest I've known. Oh, I'm just so excited to look through my new eyes. The needles are covered with snow. Natalie, das Kostüm ist ein Traum. Damit wickelst du jeden Chef um den Finger. Ja, es sei denn, er ist schwul. Ja, dann überzeugt sie ihn eben mit ihren anderen überragenden Qualifikationen. Ist das Kostüm wirklich nicht zu gewagt? Das Kostüm ist gewagt? Lass mal sehen. Lass mal einen Experten. Du machst uns jetzt mal bitte 2 Kaffee. Danke. Für mich nur ein Wasser. Ich habe jetzt schon Herzklopfen. Denn nur weil du dich mit so einem Marketing-Hansel unterhalten musst? So kenne ich dich ja gar nicht. Gregor, ich habe die ganze Zeit in der Holding gearbeitet. Mein letztes Bewerbungsgespräch ist schon Ewigkeiten her. Natalie, du machst das mit links. Du bist eine ausgebuffte Geschäftsfrau. Ich war eine ausgebuffte Geschäftsfrau. Geregelter Tagesablauf, geregeltes Einkommen, geregelte Beziehung. Und jetzt, ich komme mir wieder vor wie ein Teenager. Lass mal gucken. Nein, Fieber hat sie nicht. Nein, mir geht's so gut wie schon lange nicht mehr. Mein ganzes Leben ist durcheinander geschüttelt und das ist, als würde eine schwere Last von mir fallen. Ich kann neu sortieren, ohne dass mir jemand reinredet. Ein neuer Job, eine neue Wohnung. Neue Freunde. Ja, mal sehen. Obwohl, manchmal hänge ich eben auch an altem Plunder.
Jetzt mal im Ernst. Ohne euch hätte ich nie den Mut gehabt, mich von Ansgar zu trennen. Das war die beste Entscheidung deines Lebens. Ich fühle mich frei und stark und ich habe auf einmal das Gefühl, dass das alles möglich ist. Du hättest mal sehen sollen, wie sie Ansgar vorhin abgekanzelt hat. Der stand da wie ein begossener Pudel. Na, dann muss sich der Marketing-Fuzzi wohl warm anziehen, was? Würden Sie mir bitte die Akten im Urheberschutzfall Lydia Brandner raussuchen? Suche ich ihm sofort heraus. Dankeschön. Oh. Meine Damen und Herren, bringen Sie bitte die Rückenlehne in eine aufrechte Position. Ha. Hä? Naja, du siehst aus, als wär's gerade abgestürzt. Oder als hättest du eine durchzechte Nacht hinter dir. Nur ein mega anstrengender Arbeitstag. Ich muss mich erst mal wieder an diesen normalen Tagesrhythmus gewöhnen. Willkommen im Club der arbeitenden Bevölkerung. Musst du gerade sagen. Wer von uns beiden schläft bis in die Puppen und läuft erst gegen Mittag auf. Ich habe mich mit Lydia getroffen. Und es ist nicht so gut gelaufen. Wie kommst du denn darauf? Weil du mein Bruder bist? Wir waren mit der Kleinen im Park spazieren und uns eine Frau angesprochen. Uns natürlich für die Eltern gehalten. Da was aus mit unserem Gespräch. Du wunderst dich doch nicht etwa darüber, oder? Nee, natürlich nicht. Ich kann sie total gut verstehen. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Solange die Möglichkeit besteht, dass ich der Vater sein könnte, haben Lydia und ich keine Chance. Sebastian, dann solltest du einen Test machen. Sonst wird das immer zwischen euch stehen. Und was ist, wenn rauskommt, dass ich der Vater bin? Sie haben aber Kondition. Ja, kein Problem. Das glaube ich Ihnen nicht. Aber Sie haben durchgehalten. Alle Achtung. Würden Sie sich, Frau Justus, einen Mangel an Kontenance erlauben? Was halten Sie von Feierabend? Ist das ein Scherz? Es liegt im Interesse jeder verantwortungsvollen Vorgesetzten, für die Regeneration ihrer Mitarbeiter Sorge zu tragen. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Hauen Sie einfach ab. Meine Tante hat mir freigegeben, ehrlich. Ich habe geschuftet wie blöde und jetzt habe ich Feierabend. Und den wollt ihr trotz allem wieder gemeinsam verbringen? Macht was draus. Es muss ja nicht unbedingt wieder so ein Gelage werden. Ganz sicher nicht. Ich bin fix und fertig. Was sagt dein Kopf? Oh, mein Kopf, der spricht nicht mit mir. Ich weiß nur, dass ich jetzt eine Ladung Koffein kriege, sonst falle ich um. Milch? Oh. Es war aber trotzdem ein schöner Abend. Dankeschön. Für den Kater? Naja, vielleicht war es nötig, um mich wieder aufzurütteln. Ich habe mich lang genug selbst bemitleidet. Kein Mann der Welt ist es wert, dass ich ihm so lange hinterherheule. Noch nicht mal Gregor. Ab jetzt ist Schluss damit. Ja, ja, hinter Kindern räumst du dein Leben lang her. Egal wie alt sie sind. Ja, Fabian und David vielleicht, aber wir Brandner Mädels, wir sind ordentlich. Oh, da habe ich ganz andere Informationen. Frag mal deinen Vater. Sie hat mich heute angelächelt. Hm? Ja, dann schlechtes Gewissen. Wegen heute Nacht. Und sie hat ihre kleinen Fäustchen geballt, als wollte sie sagen, ich bin gewappnet, kommt mir bloß nicht blöd. Weißt du, was ich glaube? Die Kleine hat dein Herz erobert. Ja, deins doch auch, gib's zu. Wo steckt sie eigentlich? Die ist bei Papa, der hat einen Geschäftstermin im Schneiders. Ich habe ihm angeboten, dass ich das übernehme, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er will ein bisschen mit ihr angeben. Magst du auch? Ist noch draußen. Nee, ich habe mit Sebastian ausgiebig gefrühstückt. Na, Lydia, entschuldige, aber du weißt, ich bin kein sehr großer Fan von den Lahnsteins und Sebastian. Keine Ahnung, was aus uns wird. Aber es fühlt sich gut an, wenn er bei mir ist. Naja, manchmal vergisst man. Man fängt neu an. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Wir haben es ja auch schon versucht. Aber
Aber Arno, was passiert, wenn Sebastian wirklich Christinas Vater ist? Für Matthias ist sie sein Kind. Das ist das Einzige, was zählt. Das muss doch auch Sebastian klar sein. Oder legt er Wert auf einen Vaterschaftstest? Das glaube ich nicht. Also, zerbrich dir nicht den Kopf. Manchmal ist es besser, die Dinge einfach hinzunehmen. Ich wünsche mir so sehr, dass Christina Papas Tochter ist. Dass Sebastian sich damit abfindet. Man vergisst ja immer, wie winzig die am Anfang sind. Und wie laut. Wie geht es denn Arno? Kommt ihr zurecht? Naja, das erste Chaos haben wir hinter uns. Die Dinge spielen sich langsam ein. Also wie gesagt, Matthias, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wenn du einfach mal nur deine Ruhe haben willst, ja? Danke. Aber ich bin ja nicht allein. Arno, Lydia, David, sie kümmern sich alle rührend. Hallo, Charlie. Natalie, hallo. Guck dir mal dieses reizende Baby an. Das will bestimmt mal zu der Tante. Ja? Ihre Tochter? Ja, Christina. Hallo, Christina, du bist was ganz Besonderes. Ja, ich habe mich auch gleich in sie verliebt. So schade, aber ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch. Ist das nicht süß? Ach du liebe Güte. Oh, das tut mir leid. Ach, das ist nicht so schlimm. Ich sehe mal, was zu machen ist, ja? Nein. Hi. Stell dir vor, ich habe meinen Schlüssel gefunden. Er war nicht im Kühlschrank, sondern lag groß und breit auf der Kommode. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Willst du nicht reinkommen? Ist irgendwas? Nee. Verarsch mich nicht. Was versteckst du da hinter deinem Rücken? Zeig her, es ist eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob du das wirklich sehen willst. Das würde ich schon gern selbst entscheiden. Die lag vor der Haustür.